Hallo liebe Aquarellfreunde! Draußen wird es Herbst und die Farben werden bunter. Deshalb möchte ich heute dieses farbenfrohe herbstliche Birkenmotiv mit euch malen. Ich hoffe, ihr habt beim Nachmalen genauso viel Spaß wie ich jetzt beim Malen. Buntes Birkenlaub im Herbstwald ist immer ein wahres Feuerwerk. Heute können wir uns also so richtig mit den leuchtenden Pigmenten austoben. Aber auch mit diesen kühlen, schon fast frostigen Farben wirkt dieses Motiv sehr gut. Probiert es aus, dieses Malen mit viel Wasser macht ohnehin süchtig und eine ganze Serie ist immer besser, als nur ein Motiv zu malen. Hier liegt nun meine Skizze für den heutigen Versuch. Ich habe wieder ein fast quadratisches Format gewählt und 2 Birkenstämme vorne links in den Fokus gesetzt. Einen Gegenspieler gibt es auf der rechten Seite und dazwischen einige schmalere Stämme, die eine räumliche Situation andeuten sollen. Die Birkenstämme möchte ich mit Maskierflüssigkeit abdecken, damit ich später sehr wässrig den Hintergrund anlegen kann. Hier seht ihr die 2 verschiedenen Sorten, die es gibt. Links das sogenannte Rubbelcrepe, hier von der Firma Schminke. Das ist nahezu geruchlos und lässt sich gut auftragen. Leider habe ich persönlich immer große Probleme, es wieder abzukriegen. Bei größeren Formaten ist das unglaublich mühsam. Anders bei diesem Maskierfilm von Winsor & Newton. Er basiert auf einer Latexverbindung und enthält Ammoniak. Das stinkt zwar fürchterlich beim Auftragen, aber es lässt sich gut als zusammenhängender Film wieder abziehen. Jedenfalls bei meinem reinen Büttenpapier, welches ich sonst verwende, klappt das immer wunderbar. Heute male ich aber auf dem Zellulosepapier von Hanemühle, Le Rouge. Hier muss ich wegen der starken Oberflächenverleimung nachher die Maskierung anföhnen. Dann geht sie aber auch hier problemlos wieder ab. So, jetzt geht's los. Nachdem der Maskierfilm richtig getrocknet ist, feuchte ich die gesamte Bildfläche mit klarem Wasser an und setze dann kräftige Mischungen von Indischgelb, Cadmiumrot und Alizarin-Karmesin in den oberen Teil des Bildes. Es macht total Spaß zu sehen, wie schön die Farben hier ineinander fließen. Unten am Waldboden darf das Pigment etwas cremiger sein. Hier mische ich die Grüntöne Green Appetite Genuine und Perilene Green zu den Gelb- und Rottönen dazu. Es geht nun darum, die entstehenden gebrochenen Grautöne gut auf dem Bild zu verteilen und das Leuchten in einigen Bildteilen zu erhalten. Mein Malbrett steht jetzt relativ schräg, so dass die Pigmente sich beim nach unten fließen schön miteinander vermischen können. Ein paar Dunkelheiten arbeite ich mit Ultramarin und Sienna gebrannt in den Waldboden noch hinein. Und dann kann das Bild einmal komplett durchtrocknen. Jetzt löse ich den Maskierfilm mit Hilfe der Wärme des Föhns vorsichtig ab. Nun gestalte ich die Birkenstämme mit einer kühlen Schattenfarbe aus Kobaltblau und Alizarin. Auf der Lichtseite gehe ich mit klarem Wasser an die Kante, so erhalte ich einen weichen Rand. In die noch feuchte Farbe setze ich die typischen Rindenstrukturen in die Stämme. Die Farbmischung hierfür ist Ultramarin, Neutraltinte und Sienna gebrannt.
Einige dunkle Linien mit Neutraltinte vervollständigen die Rindenstruktur. Mit Schmirgelpapier und einem Aquarellstift reibe ich kleine Farbpunkte in die Stämme, dafür muss die Fläche aber noch nass sein, sonst haftet das Pigment nicht. Mit dem Flachpinsel zeichne ich nun einige helle Stämme in den Hintergrund, indem ich hier die Farbe wieder anlöse. Auch ein paar Äste füge ich auf diese Weise ein. Hier im Waldboden setze ich noch ein paar Dunkelheiten, um den Kontrast noch ein wenig zu erhöhen. Einige gelbe und rote Spritzer mit der Zahnbürste deuten noch einmal kleine Blätter im Vordergrund an. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an unserem malerischen Waldspaziergang. Und nun wünsche ich viel Freude beim Ausprobieren.